Burg Dalberg, oder auch Dalburg genannt, ist die Ruine einer Höhenburg im Tal des Gräfenbachs. Sie erhebt sich über die Ortsgemeinde Dalberg im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Der Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg führt unmittelbar an der Burg vorbei. Das Gebiet der späteren Burg und Herrschaft Dalberg war ursprünglich salisch. Im 12. Jahrhundert gehörte es dem Hochstift Speyer und der Bischof von Speyer hatte es als Lehen an die Familie Beyerbach vergeben, die sich auch selbst als Herren von Dalberg bezeichneten. Zu diesem Lehen gehörten die Dörfer Dalberg, das benachbarte Wallhausen, Sparbrücken und Sommerloch. Godebold von Weiersbach, gestorben 1185, ließ in der Zeit zwischen 1150 und 1170 die Burg in exponierter Lage errichten. Im 14. Jahrhundert erwarb Johann III. Kämmerer von Worms, der über seine erste Frau, Juliane, in die Verwandtschaft der Herren von Dalberg eingeheiratet hatte, 5% der Burg und die Hälfte der Herrschaft Dalberg. Noch im 14. Jahrhundert starb die Familie der ersten Dalberger aus. Johann XI. Kämmerer von Worms brachte sich in dieser Zeit in den Besitz der gesamten Burg und Herrschaft und fügte fortan seinem Familiennamen Kämmerer von Worms den Zusatz zu Dalberg bei. Sein Enkel, Wolfgang III. Und dessen Nachkommen führten erstmals 1375 die Namensform Kämmerer von Worms zu Dalberg, was sich in der Folgezeit zu von Dalberg verschliff. 1390 oder 1400 hatte die Familie den Alleinbesitz an Burg und Herrschaft erlangt. (1367) schloss Dieter II., gestorben 1371, mit Pfalzgraf Ruprecht II. ein Abkommen. Die Burg Dalberg öffnete sich dadurch dem Pfalzgrafen. Im Gegenzug verpflichtete Dieter II. Im Falle von Fehden beizustehen. Dieter II. Und Dieter III., gestorben 1398, bauten die Anlage aus, errichteten Dieterbau und Dieterturm. Weitere Baumaßnahmen erfolgten um 1439 und durch Dieter VI. Von Dalberg 1490 bis 1500. Nach dem waffentechnischen Fortschritt bot die exponierte Lage keinen Vorteil mehr, auch bot die Tallage größeren Wohnkomfort. Deshalb baute die Familie im Tal, in Wallhausen, zwischen 1560 bis 1565 das Schloss Wallhausen,
das sich heute noch im Eigentum der Erben der Familie Dalberg, einer Linie des Hauses Salm-Salm, befindet. Die Burg diente aber noch weiter als militärische Anlage. In 1678 wurden wegen eines drohenden französischen Einfalls Anordnungen zu ihrer Verteidigung getroffen. 1750 ließ Hugo Philipp Eckenberg von Dalberg-Wallhausen baufällige Gebäude auf der Burg einreißen und verwendete das Material, um das Schloss Wallhausen auszubauen. 1787 wurden die letzten Holzteile, Treppen, Türen und Fenster ausgebaut. Die Burgkapelle soll allerdings noch bis 1790 für Gottesdienste genutzt worden sein. Die ehemalige Burg verfiel weiter und wurde im 19. Jahrhundert als Steinbruch genutzt. Die 60 mal 45 Meter große rechteckige Burganlage verfügte in der höher gelegenen Westhälfte über einen 12 Meter hohen romanischen Bergfried mit einem Durchmesser von 8 Metern und einer Mauerstärke von 2 Metern. Einen viergeschossigen, 10 mal 10 Meter großen Wohnturm sowie das unmittelbar angrenzende Palasgebäude. In der Osthälfte gruppieren sich um einen Innenhof mit Zisterne der Lange Saal aus dem 14. Jahrhundert. Die ehemalige Antoniuskapelle mit Eckturm und 2 Rundtürme. Im nordöstlichen Viertel steht der Dieterbau aus der Zeit vor 1371 mit dem Dieterturm an der Ecke.
Die Anlage war von einer Ringmauer und einem Halsgraben geschützt. Heute sind noch erhebliche Reste der Umfassungsmauern zu sehen. Teilweise sind Reste des originalen Putzes erhalten. Prägnant sind die beiden westlichen, im Halsgraben stehenden Pfeiler einer ehemaligen Wasserleitung. Die Dalburg wird seit 2019 umfassend saniert. Der erste Bauabschnitt, der den oberen Burgeingang, die Nord- und Westwand des angrenzenden Großen Saales, die Antoniuskapelle und den Kapellenturm umfasste, wurde eng vom Landesdenkmalamt begleitet und im März 2021 fertiggestellt. Im zweiten Bauabschnitt von 2022 bis Ende August 2023 wurde die südliche Stützmauer der Zwingerwiese befestigt und teilweise neu aufgebaut. Die Finanzierung eines dritten Bauabschnitts ab 2024 ist mittlerweile gesichert. In der Diskussion sind die Sanierung des Dieterbaus mit dem Dieterturm und des Zugangs zum oberen Burghof. Die Arbeiten wurden finanziell durch die Bundesrepublik Deutschland, das Land Rheinland-Pfalz, den Landkreis Bad Kreuznach, die Verbandsgemeinde Rüdesheim, die Ortsgemeinde Dalberg, den Förderverein Freunde der Dalburg, örtliche Banken und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bezuschusst und gefördert.